Jonas, rate mal, was ich gestern gemacht habe. Du warst shoppen. Ja, manchmal brauche ich einfach was Neues. Weißt du, so ein Kleidungsstück, das gute Laune macht. Interessant. Ich kaufe meistens nur was, wenn meine alten Sachen Löcher haben. Typisch Jonas. Aber Kleidung ist doch mehr als nur praktisch. Stimmt schon. Kleidung zeigt auch, wer wir sind. Oder wer wir sein wollen. Genau. Und das Lustige ist, seit ich in Deutschland bin, hat sich mein Stil total verändert. Echt? Wie denn? Früher habe ich viele bunte Sachen getragen. Jetzt trage ich eher neutrale Farben. Schwarz, beige, grau. Willkommen. Ja, und plötzlich denke ich, oh, ein Mantel in Camelfarbe. Wie schön. Das klingt sehr deutsch. Neues Wort. Neutral. Nicht zu bunt. Eher ruhig. Beispiel. Jonas trägt neutral, damit ihn niemand im Bus anspricht. Sehr witzig. Aber ja, genau so. Ich glaube, das hat auch mit dem Wetter zu tun. In Deutschland brauchst du dauernd Schichten. Oh ja, morgens Winter, mittags Frühling, abends wieder Herbst. Und plötzlich hast du 3 Pullis an und schwitzt in der U-Bahn. Und dann stehst du da und denkst, warum habe ich das gemacht? Ich habe irgendwann aufgehört, Hemden mit Sprüchen zu tragen. Du meinst dein Grillmeister 2015-Shirt. Genau das. Ich dachte, es wäre witzig. Deutsche fanden es eher seltsam. Deutsche lachen manchmal innerlich. Ganz leise. Ja, du merkst es nur an den Augen. Willkommen in der Welt der stummen Mode. Alles dezent, alles funktional. Funktional ist ein gutes Stichwort. Ich habe eine Jacke mit 12 Taschen. Praktisch, aber brauchst du alle 12? Natürlich nicht. Aber ich fühle mich vorbereitet. Auf jedes Wetter. Und auf jede Situation. Welche Situation braucht 12 Taschen? Naja, Schlüssel, Kopfhörer, Taschentücher, Ladekabel, Kaugummi, ein Apfel. Jonas, das ist ein Rucksack. Nein, das ist mein System. Neues Wort. Praktisch. Es hilft im Alltag. Beispiel. Jonas Jacke ist praktisch, aber sie sieht aus wie ein Zelt. Perfekt, genau. Aber ehrlich, in Deutschland gibt es diesen Druck, nicht auffallen. Ja, du willst gut aussehen, aber nicht zu viel. Wenn du zu schick bist, fragen Leute, hast du ein Vorstellungsgespräch? Und wenn du zu sportlich bist, gehst du gleich wandern? Und wenn du High Heels trägst, warum tust du dir das an? Genau. Und dann gibt's noch die legendären Socken in Sandalen-Momente. Das ist kein Moment. Das ist eine Lebenseinstellung. Ich merke schon, heute wird's spannend. Lass uns mal schauen, wie man auf Deutsch richtig über Kleidung spricht. Und über Stil. Und über Outfits. Und über diese kleinen kulturellen Regeln, die keiner erklärt. Aber alle fühlen. Okay, Jonas, bevor wir über peinliche Uni-Outfits reden, lass uns kurz die Basics machen. Sehr gut. Sonst sagen Leute am Ende, ich trage eine Kleidung. Genau. Also, was trägst du heute? Ich trage eine Jeans, ein T-Shirt und leider meine zu sicheren Schuhe. Zu sicher heißt bei dir so bequem, dass sie aussehen wie ein Versprechen. Neues Wort. Bequem. Angenehm zu tragen. Beispiel. Diese Schuhe sind bequem. Ich kann den ganzen Tag laufen. Sehr gut. Und jetzt wichtig. Auf Deutsch sagen wir oft tragen und anziehen. Aber das ist nicht das Gleiche. Stimmt. Anziehen ist der Moment, wenn du es anziehst. Tragen ist, wenn du es schon anhast. Neues Wort. Anziehen. Kleidung an den Körper machen. Beispiel. Ich ziehe meine Jacke an, weil es kalt ist. Und tragen? Ich trage meine Jacke, weil es kalt ist. Perfekt. Und jetzt? Lieblingskleidungsstücke. Sag 3. Hoodie, Jacke und Socken. Socken? Ja, ohne Socken fühle ich mich nicht komplett. Neues Wort. Komplett. Vollständig. Beispiel. Mit der Mütze ist das Outfit komplett. Apropos Outfit. In Deutschland sagen viele auch einfach Outfit. Ja, aber man kann auch sagen, mein Look oder mein Stil. Und was, wenn man etwas beschreiben will? Ganz einfach. Farbe plus Kleidungsstück. Zum Beispiel ein schwarzer Mantel, eine weiße Bluse, blaue Jeans. Und wenn es nicht gut aussieht? Dann sagst du, das passt nicht zu mir oder das steht mir nicht. Oh ja, das kenne ich sehr gut. Gut,
Dann sind wir bereit für echte Situationen. Denn da passieren die besten Missverständnisse. Jonas, erinnerst du dich an deinen ersten Tag an der Uni in Deutschland? Oh ja, ich kam im Hemd und Lederschuhen und alle anderen trugen Kapuzenpullis und Turnschuhe. Ich kenne das. Ich habe mich am Anfang oft overdressed gefühlt. Neues Wort: overdressed. Zu schick angezogen für die Situation. Beispiel: Ich war beim Grillen völlig overdressed mit meinem Anzug. In meiner Heimat zeigt man mit Kleidung Respekt. Aber hier heißt es oft, komm wie du bist. Und das bedeutet manchmal Jogginghose im Supermarkt. Am Anfang fand ich das komisch. Jetzt liebe ich es. Es gibt sogar diesen Spruch von Karl Lagerfeld: Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und trotzdem, jeder trägt sie. Ich auch. Für zu Hause ist sie perfekt. Neues Wort. Die Jogginghose. Weite, bequeme Hose zum Entspannen. Beispiel: Am Sonntag trage ich nur eine Jogginghose. Aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, denke ich schon, was ziehe ich an? Ich auch. Gerade bei Familienfeiern oder Vorstellungsgesprächen. Kleidung ist oft der erste Eindruck. Und manchmal passiert auch ein Missverständnis. Ich hatte mal ein Date und kam im Sakko, sie kam im Hoodie. Autsch. Und? Wie lief's? Sagen wir hatten unterschiedliche Erwartungen. Kleidung kann verbinden oder trennen. Und sie kann so viel ausdrücken, ohne dass man spricht. Ich war neulich mit einem Freund shoppen. Große Fehler. Warum? Ich wollte eine neue Jacke. Er hat bei jedem Teil gesagt, das bist nicht du. Typisch. Jeder hat ja seinen eigenen Stil. Neues Wort: der Stil. Die persönliche Art, sich zu kleiden. Beispiel: Ihr Stil ist sportlich und modern. Ich shoppe lieber allein. Dann höre ich nur auf mein Gefühl. Aber manchmal hilft eine ehrliche Meinung. Klar, aber nicht im Sinne von, das steht dir gar nicht. Ich habe mal ein oranges Hemd gekauft. Im Laden dachte ich, wow. Und dann? Zu Hause habe ich mich gefühlt wie ein Verkehrsschild. Boah, das kenne ich. Ich hatte mal ein Kleid mit riesigen Blumen. Und wie lange hast du es getragen? Einmal. Danach habe ich es meiner Cousine geschenkt. Manchmal sieht ein Kleidungsstück gut aus, aber nicht an uns. Neues Wort. Stehen. Jemandem gut aussehen. Beispiel: Dieses Kleid steht dir gut. Und dann gibt's diese Teile, die wir lieben, obwohl sie komisch aussehen. Mein altes, ausgewaschenes Band-T-Shirt. Ich trage es seit Jahren. Weil es Erinnerungen hat. Und weil es bequem ist. Genau. Nicht alles muss stylisch sein. Aber bitte keine Socken in Sandalen, ja? Keine Sorge, nur zu Hause. Weißt du, was ich an Deutschland verrückt finde? Dass man im Mai noch Winterjacken braucht? Genau das. Ich war völlig verwirrt. In meinem Land ist der Frühling, Frühling. In Deutschland gibt's nur 2 Zustände. Zu kalt oder zu unvorhersehbar. Ich habe irgendwann gelernt, im Zwiebellook zu leben. Neues Wort: der Zwiebellook. Viele Kleidungsschichten übereinander tragen. Beispiel: Im Herbst ist der Zwiebellook sehr praktisch. Morgens frierst du, mittags schwitzt du. Und dann regnet's plötzlich. Ich habe immer eine kleine Faltejacke im Rucksack. Eine was? So eine dünne Jacke, die man klein zusammenfalten kann. Smart. Ich laufe oft mit Schirm und Sonnenbrille rum. Modisch inkonsequent, aber wetterfest. Im Sommer finde ich's einfacher. Kleines Kleid, Sandalen, fertig. Ich trage kurze Hosen nur im Urlaub. Warum? Ich fühle mich nackt. Ach komm, Beine sind Beine. Ich bin halt Team lange Hose. Und im Winter? 3 Pullover übereinander, dicke Jacke, Mütze tief im Gesicht. Du meinst, ich will überleben Modus. Genau. Und dann stehen Leute mit Sneakers im Schnee. Und frieren stylisch. Lena, hast du schon mal eine Einladung bekommen mit dem Hinweis Smart Casual? Oh ja. Und ich habe panisch gegoogelt, was das heißt. Ich dachte früher, das bedeutet Hemd und Jogginghose. Ich habe mal gedacht, Business Casual heißt kein Blazer, aber trotzdem ernst. Kleiderordnungen sind manchmal wie geheime Codes. Neues Wort. Die Kleiderordnung. Regel, wie man sich kleiden soll. Beispiel: In manchen Firmen gibt es eine strenge Kleiderordnung. In meiner Kultur ist Kleidung viel symbolischer. Zum Beispiel? Bei Familienfeiern tragen wir oft weiße Kleidung, als Zeichen von Respekt. Spannend. Bei uns ist schwarz eher das ernste Outfit. Und rote Kleidung gilt bei uns als besonders festlich. Also total anders.
Ja, ich musste vieles umlernen, als ich hierher kam. Ich finde es interessant, wie Kleidung Teil der Kultur ist. Und auch nonverbale Kommunikation. Ich habe mal in einem Startup gearbeitet. Alle kamen in T-Shirts. Aber einer trug jeden Tag Anzug. Und? Die Kollegen dachten, er ist der Chef. Dabei war er Praktikant. Kleidung ist Macht. Oder zumindest eine starke Botschaft. Jonas, hast du ein Kleidungsstück, das du niemals wegwerfen würdest? Ja, mein altes T-Shirt von einem Konzert, 2010. Oh, sowas liebe ich. Es ist total ausgewaschen, hat sogar ein kleines Loch. Aber voller Erinnerungen, oder? Genau. Ich ziehe es an, wenn ich schlechte Laune habe. Dann geht's mir besser. Neues Wort. Ausgewaschen. Oft gewaschen, nicht mehr neu. Beispiel: Das T-Shirt ist alt und ausgewaschen, aber bequem. Ich habe eine Strickjacke von meiner Oma. Strickjacken sind eh die geheime Superkraft. Sie riecht immer noch ein bisschen nach ihr. Kleidung kann echt Trost spenden. Neues Wort. Der Trost. Etwas, das dich beruhigt, wenn du traurig bist. Beispiel: Ihre Stimme war für mich immer ein Trost. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie emotional Kleidung sein kann. Ich habe mal eine Mütze geschenkt bekommen, ganz schlicht. Aber jedes Mal, wenn ich sie trage, denke ich an die Person. Total. Und manchmal ist es nur ein Schal oder ein Hut, aber mit Bedeutung. Ich habe mal eine Mütze geschenkt bekommen, ganz schlicht. Aber jedes Mal, wenn ich sie trage, denke ich an die Person. Kleidung ist mehr als Stoff. Es ist Erinnerung, Gefühl, Verbindung. Und manchmal einfach nur kuschelig. Ich finde es schön, dass wir heute nicht nur über Kleidung gesprochen haben. Sondern auch über Erinnerungen, Kultur und Persönlichkeit. Kleidung ist viel mehr als: Was ziehe ich heute an? Es ist ein Teil von uns. Ich schaue jetzt mit anderen Augen auf meinen Kleiderschrank. Vielleicht ist es Zeit für ein bisschen Aufräumen. Oder Zeit, meine alte Lieblingsjacke mal wieder rauszuholen. Neues Wort: der Kleiderschrank. Möbelstück für Kleidung. Beispiel: In meinem Kleiderschrank hängen 10 Hemden. Und vielleicht auch einfach mehr Mut, das zu tragen, was uns wirklich gefällt. Nicht nur, was alle tragen. Heute haben wir gelernt, Kleidung spricht. Manchmal lauter als Worte. Und sie verbindet. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked das Video und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns, was ist euer wichtigstes Kleidungsstück und warum? Wir lesen alles. Bis zur nächsten Folge. Bleibt warm, bleibt ihr selbst. Tschüss.